Die EU stimmt gerade über eine neue Urheberrechtsreform für das Internet ab. Es soll dabei um bessere Vergütung für Rechteinhaber und ein allgemein gerechteres Verhältnis zwischen Plattform und Nutzer gehen. Nur werden die Gegenstimmen immer lauter. Diese Richtlinie stünde nicht für das, was sie verspricht. Befürworter dieser Reform werfen diesen Gegnern vor, das Internet als gesetzlosen Raum zu wollen, der Künstlern und Urhebern ihre rechtmäßige Bezahlung verweigert. Und um das in aller Deutlichkeit zu sagen: Nein, dem ist nicht so. Niemand hat etwas gegen gerechtere Bezahlung für Künstler und Kreative. Die Probleme dieser Reform liegen ganz woanders. Ein zentraler Punkt, der diese Reform so besonders macht, liegt in der veränderten Haftung. Bisher galt das sogenannte Notice-and-Takedown-Verfahren, das vorschrieb, dass eine Plattform, wie beispielsweise YouTube, erst dann rechtliche Konsequenzen für Urheberrechtsverletzungen drohen, wenn sie davon weiß, aber nichts unternimmt. Das soll sich jetzt ändern. Denn diese Plattformen sind nun für alle Inhalte verantwortlich, die ihre Nutzer hochladen. Im Endeffekt macht es also keinen Unterschied, wenn ein verwirrter Nutzer versucht, einen Kinofilm auf YouTube hochzuladen, oder wenn es YouTube einfach selbst tut. Im berühmt-berüchtigten Artikel 13 dieser Reform wird, mehr oder weniger, beschrieben, wie genau das passieren soll. Dort wird zunächst festgelegt, dass Plattformen Lizenzvereinbarungen mit Rechteinhabern treffen sollen, damit Nutzer die von ihnen geschützten Inhalte hochladen können. Eigentlich ganz logisch. Nur präzisiert diese Richtlinie leider in keinster Weise, mit wem man als Plattform alles Lizenzvereinbarungen treffen muss. Jeder einzelne Mensch, der einmal ein Foto gemacht hat, ist Rechteinhaber. Es ist also möglich, dass irgendjemand dieses schlechte Foto von meiner Katze in einem seiner Videos benutzt und ich als Rechteinhaber dann von YouTube kontaktiert werden muss, um auszuhandeln, was es kostet, dass dieses Foto auf YouTube lizenziert wird. Es ist unmöglich und ehrlich gesagt auch alarmierend, das aus der Feder von vermeintlichen Experten zu lesen. Dazu kommt natürlich die Eventualität, dass die Inhalte, die rechtlich keine Genehmigung erhalten haben, trotzdem auf die Plattform hochgeladen werden. Und um das zu verhindern, muss die Plattform sicherstellen, dass Inhalte, dessen Lizenz sie nicht erworben hat, nicht dort hochgeladen werden. Das Wort Upload-Filter steht zwar nicht im Text, aber als einziges im Raum. Als Upload-Filter bezeichnet man eine Prüfsoftware, die noch vor der Veröffentlichung von hochgeladenen Medien schaut, ob diese überhaupt veröffentlicht werden dürfen. Bedeutet, dass wenn jemand mein Katzenfoto in einem Video benutzen will, ich das YouTube aber strengstens untersagt habe, muss dieses Bild im Upload-Filtersystem von YouTube hinterlegt sein, damit es dieser dort erkennen kann und die Veröffentlichung des jeweiligen Videos verhindert. Das Abgleichen von Bildern ist dabei noch recht einfach. Aber was, wenn dieses Bild als Zitat benutzt wurde oder parodiert wird? Laut der GEMA wäre diese Unterscheidung ja noch trivialer als selbstparkende Autos, aber in Wahrheit ist eine künstliche Intelligenz, die zuverlässig zwischen Parodie und Original unterscheiden kann, leider wirklich unrealistische Science-Fiction. Selbst Menschen sind sich oft nicht einig, was Kopie und was Referenz oder Parodie ist. Um den Richtlinien von Artikel 13 gerecht zu werden, bleibt Plattformen nichts anderes übrig, als möglichst zuverlässige Filtersysteme zu entwickeln. Und wer kann diese Systeme am besten entwickeln? Genau, Internetgiganten wie Google, Facebook oder Amazon, die dann diese essentiell wichtige Technologie an kleinere, ebenfalls betroffene Plattformen für horrende Summen verkaufen können. Das klingt nach einer rosigen Zukunft. Das ist das Problem, das Leute mit Artikel 13 haben. Es ist nicht umsetzbar, weder technisch noch organisatorisch. Aber glücklicherweise gibt es aktuell ein wahnsinnig großes Gemeinschaftsgefühl von allerlei Kreativen und Internetnutzern, die die Gefahr in dieser Reform erkennen und sich dagegen lautstark aussprechen. Es haben bereits mehrere sehr große Demonstrationen gegen Artikel 13 und 11 stattgefunden und es werden noch viele kommen. Die größte davon am 23. März in über 20 Städten gleichzeitig. Und wer Lust hat, kann gerne auch eines der von uns designten Plakate tragen. Die Rechte dafür geben wir euch jetzt einfach mal so. Der Download-Link ist unten in der Beschreibung. Und vergesst nicht, am 26. Mai ist Europawahl, wo ihr ganz einfach kompetentere Vertreter für euch wählen könnt. Diese Möglichkeiten haben wir noch, aber dass es soweit kommen musste, ist furchtbar schade.